Im letzten Teil unserer Veranstaltungsreihe wollen wir nochmal einen Ausblick wagen auf die Potenziale der solidarischen Ökonomien für die Transformation, beziehungsweise möchte ich Ihnen kurz darlegen, was in meinen Augen die Bausteine sind, die die solidarische Ökonomie beitragen kann zu dem Prozess der großen Transformation. Wir hatten ja in der vorhergehenden Episode schon über die Ziele gesprochen und jetzt würde ich daran anschließend nochmal versuchen zu benennen, welches dann die Bausteine sind innerhalb dieser Strategie. Das heißt, die Lernziele wären jetzt für Sie, dass Sie nochmal zusammendenken, Transformationsstrategien und solidarische Ökonomie, an welchen Punkten berühren die sich und insbesondere eben in diesen wichtigen Branchen, über die wir auch gesprochen haben, welche Beiträge sind da von den solidarischen Ökonomien zu erwarten und auch möglich. Ich hatte ja schon meine Position dargestellt, insofern als ich glaube, dass die solidarischen Ökonomien einen wirklich ganz essentiellen Beitrag zu leisten haben und leisten können für diese großen Transformationsprozesse, einfach weil sie auch schon die Experimente und die mehr oder weniger antizipatorischen Umsetzungen einer solchen Wirtschaftsform geliefert haben. Schon, und zwar nicht erst seit gestern schon, sondern schon ziemlich lange. Aber das Interessante ist eben, dass auch über den Sektor hinaus der Begriff der Solidarität immer wieder eine Rolle spielt, wenn es um zukünftige Wirtschafts- und Gesellschaftsformen geht. Den Heinz Bude hatte ich anfangs schon erwähnt mit seiner ganz neuen Publikation von 2019, Solidarität. Aber auch bei Rifkin, Jeremy Rifkin, dem US-Soziologen und Politikberater, spielt Solidarität eine Rolle, wenn es um zukünftige Gesellschaftsformen geht. Er hat 2014 in seinem Buch Die Null-Grenzkosten-Gesellschaft formuliert, dass das nächste große Projekt, auf das wir zusteuern, die solidarische Gesellschaft ist. Und zwar die Gesellschaft, in der überwiegend eine Kultur des Teilens herrscht. Und das begründet er so, dass, wie wir auch schon von anderen Wissenschaftlern gehört haben, dass durch die Digitalisierung immer mehr Produkte und Güter frei zugänglich sind und wie gesagt, sie auch ja fast jeder selbst im 3D-Drucker sich herstellen kann, ganz, ganz viele Dinge. Das heißt, vieles, was man früher für teures Geld erwerben musste, kann man heute sehr, sehr günstig und sehr einfach zum Beispiel ausleihen. Und er sieht eben im Internet auch einen wichtigen Beitrag. Er sagt, das Internet ist zu einer sehr großen Tausch- und Leihagentur geworden, sodass die Gesellschaft tendenziell mit viel weniger Produkten auskommt und sich auch allmählich der Geist des Besitzdenkens löst. Ja, Klammer auf, das kann man natürlich auch belegen, also beispielsweise an dem Thema, wer möchte noch heute ein eigenes Auto haben, da zeigt sich ja, dass beispielsweise junge Menschen in den Städten darauf schon sehr, sehr leicht verzichten können. Klammer zu. Also er sieht genau diese Haltung, dass man gar nicht mehr alles besitzen muss, sondern dass es reicht, wenn man es teilt und sich leiht teilweise, dass das ein Zukunftstrend ist. Und er wagt auch diese Hypothese gegen oder auch diese Zukunftsvision gegen alle tief verwurzelten Überzeugungen. Er sagt eben, es ist Teil dieses Systems, in dem wir gerade leben und auch Teil dieser Phase, dass wir eigentlich uns gar nicht vorstellen können, dass es da einen positiven Ausweg draus gibt. Also er sieht den Übergang in eine neue Gesellschaftsordnung gar nicht so sehr unter dem Vorzeichen von Chaos oder Zerstörung, sondern mehr in diesem positiven sich auflösen sozusagen in eine Gesellschaft der Solidarität.
Wie bei jeder Trendforschung ist auch hier natürlich zu sagen, das ist immer so eine Überspitzung natürlich auch, mit der auch Diskussionen angeschoben werden sollen, ganz bewusst. Und man kann natürlich auch sagen, zu jedem Trend gibt es wieder einen Gegentrend. Das heißt, wir haben natürlich auch ganz massiv den Trend der Menschen. Ich erinnere nur an das Stichwort Davos. Ja? Also diejenigen, die Eliten, die in Besitz der meisten Güter sind, haben natürlich wenig Interesse darauf zu verzichten. Zumindest ist es gegenwärtig so. Wenn man jetzt sich nochmal vorstellt oder sich auf den Gedanken einlässt, was kommt denn möglicherweise nach diesem System, in dem wir gerade leben, nennen wir es jetzt einfach mal Kapitalismus. Und da ist interessant die Prognose von Wallerstein, der ja zu den Haupttheoretikern gehört, der ja auch die Weltsystemtheorie entwickelt hat, mit seinen ziemlich genauen, auch genau zutreffenden Analysen. Zum Beispiel hat er ja den Zusammenbruch der Sowjetunion auch vorhergesagt, aufgrund der Zyklentheorie, die er entwickelt hat, für den Verlauf sozusagen der kapitalistischen Entwicklung. Und er sagt, im Moment ist es eben so, dass dieses kapitalistische System an seine Grenzen stößt, weil der Motor des Systems, nämlich die endlose Akkumulation, letztendlich hängt. Und er sagt, auch die gigantischen Erfolge von Unternehmen wie Apple oder so können darüber nicht hinwegtäuschen. Das heißt, es wird immer mehr Arbeit durch Maschinen ersetzt und die Menschen haben auch immer weniger das Geld, um sich die Warenmassen zu kaufen. Daraus folgt, dass Investitionen letztendlich sich auch nicht mehr lohnen. Und das ist die Basis dafür, dass letztendlich die Wirtschaft sehr stark in den Bereich der Spekulation abdriftet. Er sagt, das ist typisch für diese Phase. Das ist die zweite Phase des Konradtiv-Zyklus, die, wie gesagt, diese Kennzeichen hat. Und aber noch dazu kommt noch eine weitere Systemkrise, die eher auf der politischen Ebene angesiedelt ist. Und diese beiden Mechanismen zusammen bewirken eben, dass wir im Moment das Gefühl haben, also viele Menschen haben ja das Gefühl, so geht es nicht mehr weiter und irgendwie bricht mehr oder weniger alles zusammen. Also so eine chaotische Übergangsphase, denke ich, das empfinden schon viele Menschen so. Und er sagt aber ganz klar, diese Situation kann so nicht innerhalb des Systems gelöst werden, sondern erst dann, wenn aus dieser Übergangsphase etwas ganz Neues entstanden ist. Und er sagt dann eben auch, dass wir sicher sein können, dass wir in 30 Jahren nicht mehr in einem kapitalistischen Weltsystem leben werden. Was schon eine sehr, sehr starke Aussage ist, die natürlich auch von ihm jetzt nicht weiter konkretisiert werden kann, weil er auch sagt, es kann sich sowohl in ein noch autoritäreres, noch hierarchischeres, noch ungleichgewichtigeres, noch ungleiches und die Massen ausgrenzendes System entwickeln. Aber es kann sich genauso gut in ein besseres System entwickeln, in dem dann mehr Gleichheit besteht, mehr Freiheit besteht und letztendlich die Grundkonflikte dieses bis jetzt gültigen, seit der Industrialisierung gültigen oder sich etabliert habenden Systems gelöst sind. Und für ihn ist der Dreh- und Angelpunkt, und das finde ich auch ganz, ganz wichtig zu sehen, auch im Blick auf die solidarische Ökonomie, die Lösung des Nord-Süd-Konflikts. Also er kommt von seiner Theoriebildung auch sehr stark von der Dependenztheorie her, hat auch sehr, sehr stark diese Sichtweise auf die globale Ökonomie geprägt, die zwischen Zentrum und Peripherie unterscheidet. Und er sagt, solange wir das nicht gelöst haben, dass wir sozusagen ein solches Nord-Süd-Gefälle haben mit einer solchen Konzentration von Reichtum in der Hand von wenigen und der kompletten Verarmung der vielen. Wenn wir das nicht gelöst haben, wird das System auch sich erstmal
nicht weiterentwickeln. Und da zitiert er eben auch wieder diesen Geist von Porto Alegre gegen den Geist von Davos. Das muss erst ausgetragen sein, bevor man sehen kann, in welche Richtung es weitergeht. Im Blick auf die solidarischen Wirtschaftsformen kann man da sicherlich auch noch einbringen, dass natürlich die Erfahrungen sozusagen im Aushandeln von Kompromissen, also gerade in diesen Multi-Akteurs-Konstellationen, dafür natürlich auch eine sehr, sehr gute Grundlage darstellen für diese Miteinander Verhandlungen von Interessen und dabei eine sozusagen auch die Möglichkeit geben, dass dort etwas Neues entsteht. Der Vorsitzende der regionalen Zentren für nachhaltige Entwicklung, Günter Bachmann, formuliert das in ähnlicher Weise. Er sagt, dass auch die Nachhaltigkeit letztendlich keine Frage von Altruismus ist oder auch von Schöngeisterei oder von Luxus, sondern er sagt, Nachhaltigkeit ist letztendlich die Antwort auf die realen Probleme, die wir haben. Und sie impliziert vor allem, dass innerhalb des Nachhaltigkeitsprozesses die Interessenskonflikte auch gelöst werden. Ja? Also Nachhaltigkeit, sagt er, ist ein gesellschaftliches Kerngeschäft und muss auch als solches anerkannt werden. Deswegen plädiert er auch dafür, die Nachhaltigkeit sozusagen mit in die Verfassung aufzunehmen und das sozusagen als Agenda auch für den Übergang in die nächste Gesellschaft deutlich zu machen. Und er sagt eben, es kann überhaupt nicht sein, dass wir uns abfinden mit den von den jetzigen Herrschenden präsentierten ständigen Misserfolgen. Ja, er sagt, dass der Misserfolg wird auch schon zum Mantra in der Politik, beispielsweise das ständige Verfehlen der Klimaziele, wofür es eigentlich keinen Grund gibt. Außerdem, dass der Wille zur gemeinsamen Anstrengung fehlt. Ja, und schließlich möchte ich noch hinweisen auf einen weiteren sehr interessanten und auch mit der Solidarökonomie sehr kompatiblen Ansatz, nämlich das ist der Ansatz der Theorie U von Carl Schama vom MIT-Institut. Dort arbeitet eine Gruppe von Wissenschaftlern schon sehr lange daran, mit Führungskräften weltweit an den Schaltstellen des Wandels sozusagen zu arbeiten. Und er hat dafür dieses U entwickelt, also das U sozusagen als Symbol für das Nadelöhr, durch das der ganze Prozess durch muss. Und das Nadelöhr ist unten dann diese Kurve vom U. Und er sagt, die Quintessenz seiner Erfahrung besteht darin, dass es auch sehr, sehr stark von der inneren Haltung der Akteure in der Transformation abhängt, inwieweit diese gelingt. Und er arbeitet auch dort wieder mit Methoden der Achtsamkeit, also auch teilweise aus Zen-Buddhismus und ähnlichen Strömungen entlehnt und versucht sozusagen mit Führungskräften den Fokus komplett auf diese Frage zu legen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, nochmal im Blick auf die solidarische Ökonomie einfach zu unterscheiden, zu lernen, welche Themen sind denn im Moment eigentlich wichtig, damit sich das Konzept auch weiterentwickelt und welche lassen wir auch hinter uns. Also die Theorie U, er hat dann dort eine Methode entwickelt, die nennt sich Presensing. Damit versucht er auch diese Spaltung letztendlich, die auch häufig Führungskräfte aus großen Unternehmen verinnerlicht haben, nämlich die Spaltung ermöglicht ja letztendlich auch, dass wir in Kauf nehmen, permanent, dass sowohl die Natur zerstört wird, als auch die Lebensmöglichkeit einer großen Mehrheit der Menschen. Das geht ja nur, wir können ja nur so überleben mit diesem Wissen, indem wir das letztendlich überhaupt nicht permanent
an uns ranlassen. Das gilt eigentlich für uns alle, die wir in den entwickelten Ländern leben. Und er sagt, hier ist anzusetzen bei jedem Einzelnen letztendlich auf so eine Art neues Bewusstsein oder auch Mitgefühl hinzuarbeiten. Da sind wir auch wieder beim Begriff der Solidarität, wie wir ihn ganz zu Anfang der Vorlesung angeschaut hatten. Solidarität als Verbindendes, ja, glaube ich, hat hiermit auch sehr viel zu tun. Also das heißt, die inneren Spaltungen der Menschen überwinden, damit sie überhaupt an sich heranlassen können, worum es im Moment geht. Weil viele von diesen Widerständen, ja, die sich auftun, wenn wir das Thema beispielsweise Klimakrise in den Mund nehmen, haben damit zu tun, dass Menschen einfach dieses Thema von sich wegschieben, weil sie es teilweise auch gar nicht verarbeiten können. Ja? Also sowohl der Rechtspopulismus kann so gesehen werden, glaube ich, als auch die Abwehrkämpfe, die so aus der gesellschaftlichen Mitte, konservative Lager sozusagen kommen oder auch von den nach wie vor existierenden Klimawandelleugnern. Es hat alles damit was zu tun, dass letztendlich diese Spannungen gar nicht an sich herangelassen werden und die Realität letztendlich verleugnet werden muss, damit das eigene Überleben weiter funktioniert. Also vor dem Hintergrund glaube ich eben auch, dass der Begriff der Solidarität eine wirkliche Zukunft hat. Also dass er nicht, so wie man das vielleicht manchmal vermuten kann, zu einem verstaubten Katalog von Werten gehört, sondern zu einem wirklich sehr, sehr aktuellen Katalog von Werten, der auch natürlich im Blick, also wenn wir nochmal bei dem bleiben, was Wallerstein sagt, nur der Nord-Süd-Konflikt wird letztendlich, die Lösung des Nord-Süd-Konflikts wird den Durchbruch bringen. Und da ist natürlich auch das Thema Solidarität ganz, ganz zentral. Und zwar auch schon immer, seitdem es die Solidaritätsgruppen gibt mit den Ländern des Südens, die Solidaritätsarbeit. Und wenn diese sich jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt und auch auf die systemischen Fragen eingeht, die es zu lösen gilt, glaube ich, dass Solidarität nach wie vor ein sehr zukunftsweisender Begriff sein wird.